Das Landesmuseum in Innsbruck zeigt ab Freitag dieser Woche eine neue Schau, Stadt der Kunst. Aus diesem Grund fragen wir von Radio 6020 unsere Hörerinnen und Hörer, wo ihnen in Innsbruck Kunst begegnet. Was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck und warum? Rufen Sie uns an 0800 60 20 60 20. Wir sind gespannt, was Sie uns erzählen. Da haben wir schon die erste Hörerin in der Leitung. Bitte, Frau Ritter. Guten Tag. Ich finde ja, dass es in Innsbruck viele Kunstwerke im öffentlichen Raum gibt, vor allem viele schöne Gebäude. Ich meine damit nicht nur die Altstadt und das Goldene Dacherl. Es gibt auch schöne neue Gebäude. Ich mag neue Architektur, wenn sie gut ist. Mir gefallen besonders die Stationen der Hungerburgbahn. Ich fahre ja fast täglich damit, weil ich oben im Stadtteil Hungerburg wohne und in der Altstadt arbeite. Die runden Formen, das grüne Glas, der Blick in die Landschaft, das ist einfach schön. Wo sonst kann man direkt vom Stadtzentrum aus in die Berge hinauffahren? Aber nicht alles Neue gefällt mir. Der neue Landhausplatz ist einfach nur Beton. Alles ist grau. Das ist gut für die Skater, das stimmt. Aber schön ist es nicht. Danke, Frau Ritter. Und wir haben einen weiteren Hörer. Wer spricht bitte? Ja, hallo, hier ist der Clemens. Hallo. Was gefällt dir am besten, Clemens? Wo ist für dich das interessanteste Kunstwerk? Es gibt nicht nur ein Kunstwerk, es gibt mehrere. Ich liebe einfach die Graffiti vom Hendrix. Die sind wahnsinnig gut. Immer wieder findet man auf einer Mauer etwas Neues von ihm. Da ist immer eine Überraschung dabei. Ich finde es einfach super, wenn er nicht nur Obst auf einen Spieß steckt, sondern auch eine Espressokanne. Er hat so witzige Ideen. Ich freue mich auch, dass er international so viel Erfolg hat und trotzdem noch in Innsbruck neue Werke sprät. Ich liebe seine Graffiti auch, weil er sein Handwerk kann. Kunst kommt von Können und er kann das, was er macht. Danke, Clemens. Dann hoffen wir doch, dass Henriks bald wieder eine neue Fläche findet, wo er aktiv wird. Unsere nächste Anruferin ist Frau Walde. Hallo. Ja, grüß Gott. Also, ich kann die beiden Anrufer von vorhin nicht verstehen. Es gibt doch so schöne Kunst in Innsbruck. Warum gefällt denen das moderne Zeug? Das macht doch das schöne Innsbruck nur kaputt. Unsere Frage ist, was sind Ihre liebsten Kunstwerke in Innsbruck? Was gefällt Ihnen denn am besten, Frau Walde? Da ist der Leopoldsbrunnen. Das ist Kunst. Die wunderbaren Figuren um den Brunnen und oben die Statue von Kaiser Leopold auf dem Pferd. Das ist so alt und immer noch so schön. Das Wasser plätschert, es ist im Schatten angenehm. Perfekt. Der Platz ist ja eigentlich auch sehr schön, so gegenüber von der Hofburg. Aber jetzt haben sie da so ein modernes Gebäude hingestellt. Das Haus der Musik. Ich kann nur sagen, fürchterlich. Schade um den schönen Platz. Ich kann mich nur mit dem Rücken zu dem Ding hinsetzen, damit ich es nicht sehen muss. Vielen Dank, Frau Walde. Wir machen eine kurze Pause, aber Sie können natürlich weiterhin anrufen. Radio 6020. Unsere Nummer ist 0800 60 20 60 20. Schau mal, die sehen ja aus wie wir. Wie meinst du das? Sollen das Personen sein? Ich kann nichts erkennen. Doch, schau mal. Links ist die Frau und rechts der Mann. Ach, stimmt. Und es heißt ja auch er und sie. Na, das passt ja. Das Bild gefällt mir total gut. Es ist abstrakt, aber man kann die Dinge doch genau erkennen. Naja, ich finde es eher langweilig. Das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Aha. Was meinst du mit aha? Gefällt dir das Bild nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es ziemlich durcheinander. Echt? Ich finde es wirklich super. Das ist ein besonders gutes Beispiel für abstrakte Kunst. Naja, ich finde es seltsam, dass der Mann kein richtiges Gesicht hat. Was das wohl bedeuten soll? Vielleicht ist das sein Hinterkopf und die Frau schaut ihn an. Ja, könnte sein. Oder er ist blind vor Liebe. Puh, ja, vielleicht. Komm, lass uns weitergehen.
Und was hältst du von dem Bild da drüben? Er und sie von Heimrat Prem. Das finde ich besonders gut. Naja, mich spricht es eigentlich nicht an. Also, ich finde es relativ witzig. Was denkst du? Sind die beiden verliebt? Ich glaube, sie halten sich an der Hand, oder? Und die Farben. Der Hintergrund ist rosa. Da hat der Künstler wirklich passende Farben gewählt. Das gefällt mir richtig gut. Nee, das ist wirklich nichts für mich. Komm, schau mal da drüben. Das gefällt mir besser. 1. A. Ist bekannt. B. Ist aktiv. 2. A. Mit Ideen. B. Mit Freunden. 3. A. Altes Radio. B. Altes Auto. 4. A. Jeden Morgen. B. Jeden Abend. 5. A. Von uns. B. Von dir. 1. Es ist nicht einfach, alles allein zu organisieren. Wir arbeiten deshalb in einem Team. Zwei. Es macht uns Spaß, ein eigenes Theaterstück zu schreiben und auf der Bühne aktiv zu sein. 3. Am Abend ist unser Kurs und danach gehen wir noch alle gemeinsam essen. Hallo und herzlich willkommen beim Schlaufunk. Am Mikrofon wie immer eure Alina Wenders. Heute geht es um Impro-Theater. Und ich freue mich sehr, hier bei mir im Studio einen sehr netten Gast zu haben. Ich begrüße Andreas Wolf aus München. Er ist Mitbegründer des Impro-Theaters Fast Food und ein echter Experte. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, vielleicht kannst du uns kurz erzählen oder erklären, was eigentlich Impro-Theater ist und woher die Idee kommt. Impro ist ja die Abkürzung für Improvisation, also etwas Unvorhergesehenes, etwas, was ich noch nicht weiß. Und genau das ist der Unterschied zum normalen Theater, was ich so kenne, mit Texten und Inszenierung. Beim Impro-Theater weiß ich überhaupt nicht oder weiß der Spieler auch nicht, was er spielt, sondern sehr oft wartet er einfach auf die Vorgaben, zum Beispiel vom Publikum. Dann wird ein Wort reingeworfen und dann spielt er eine Szene. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wann hast du denn Fast Food gegründet? Wir haben Fast Food 1992 gegründet als Studenten und haben mit der Theaterform experimentiert, weil die damals noch gar nicht bekannt war, vor allem nicht in Deutschland, in den englischsprachigen Ländern schon ein bisschen. Und dann wurden wir plötzlich so erfolgreich, ohne dass das geplant war, sozusagen auch spontan, und haben dann als Studenten schon unser Geld damit verdient und sind dabei geblieben. Okay, du hast eben erzählt, das ist alles spontan und das Publikum wirft auch Ideen ein. Das heißt, das ist eigentlich der große Unterschied für die Schauspielerinnen und Schauspieler zum normalen Theater, dass sie keinen Text haben. Genau. Und deswegen haben sie sich selbst. Sie müssen also sehr genau aufpassen, was der Partner für ein Spielangebot macht. Also ein Spielangebot kann sein, dass er sich zum Beispiel auf einen Stuhl setzt und einen Satz sagt. Eine Begrüßung zum Beispiel. Wenn mein Gedanke woanders ist, dann höre ich die Begrüßung gar nicht und
sag irgendwie, was mir dazu einfällt und dann werden die Zuschauer sagen, langweilig, die verstehen sich nicht. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, genau. Und deswegen muss ich genau zuhören als Spielpartner. Er begrüßt mich. Wer ist der denn eigentlich? Was für eine Spielfigur? Und genau darauf eingehen und reagieren. Und so spielen wir Ping-Pong in den Szenen hin und her und so entstehen die Geschichten. Immer genau zuhören und auf den Partner reagieren. Das klingt spannend. Da habe ich gleich Lust, das auch mal auszuprobieren. Könnte ich das lernen? Also ja, das kannst du, Impro-Theater? genau, das kannst du lernen. Das ist eigentlich nicht schwer, denn eigentlich machst du es, oder wir beide machen es jetzt schon hier, indem wir uns miteinander unterhalten und eigentlich keinen Plan haben, was wir jetzt genau sagen. Die Sätze entstehen im Gespräch und ich kann ja höchstens so 3 Sekunden ungefähr vordenken. Der Rest passiert einfach. Und dann muss ich ja wieder warten, wie du darauf reagierst, damit ich wieder darauf reagiere. Und dann haben wir ein gutes Gespräch. Und ein gutes Gespräch heißt, ich habe auf dich gehört und antworte auf dich und bin nicht bei meinen Gedanken. Und das macht gutes Improvisationstheater auch aus, dass ich genau höre, was sagt eigentlich der andere. Und darauf reagiere ich. Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich auch Kurse, richtig? In Genau. denen ihr den Interessierten zeigt, wie man das lernen kann. Genau, wir haben 1994 unsere Impro-Schule gegründet. Und das Ziel damals war, weil man Improvisation noch gar nicht kannte, dass wir den Menschen mal zeigen, das ist keine Zauberei, was wir auf der Bühne machen. Das können nicht nur geniale Menschen, sondern jeder kann improvisieren. Und diese Prinzipien kann man in unseren Kursen lernen. Die bauen aufeinander auf in der Fastfood-Impro-Schule. Das heißt, jeder ist eigentlich ein kleiner Schauspieler. Das kann er dann werden, genau. Ich glaube, ich würde jetzt gern mal mit dir eine Impro-Geschichte ausprobieren. Hast du Lust? Ja, klar. Also, ich gebe dir das Genre vor, du beginnst eine Geschichte und ich sage dir nach und nach ein paar Begriffe, die du spontan in die Geschichte einbauen musst. Okay. Also natürlich kennst du die Begriffe nicht. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben die Begriffe wirklich nicht abgesprochen. Nee. Bist du bereit, Andreas? Ja, okay. Also, ich hätte gerne einen Krimi von dir. Okay. Dann hätte ich gerne von dir den Ort, den Schauplatz, an dem dieser Krimi spielt. Also es kann ja auch ein ganz ungewöhnlicher Schauplatz sein. Dann nehmen wir doch mal ein Kaufhaus. Ein Kaufhaus. Gut. In einem der großen Kaufhäuser der Stadt hatte sich Philipp wie jeden Tag stundenlang aufgehalten. Er liebte es, in Kaufhäuser zu gehen. Nach der Schule streunte er durch die verschiedenen Abteilungen, schaute sich verschiedene Sachen an, die ihm gefielen, las Bücher stundenlang in irgendeiner Ecke und verfolgte zum Beispiel, wenn eine Biene sich ins Kaufhaus verflogen hatte, wie gestern, als er dieser Biene folgte und sah, wie sie in der Damenabteilung eine Verkäuferin stach und sie auf der Stelle wegen einer Bienenallergie tot umfiel. Der Topf. In diesem Moment sahen die Menschen nur Philipp, der einen Topf in der Hand hielt, den er noch aus der Haushaltswarenabteilung mitgenommen hatte und eigentlich wieder zurückbringen wollte. Aber er wurde als Dieb sofort festgenommen vom Warenhausdetektiv, dem Herrn Schmidt. Die Rose. Herr Schmidt nahm ihn mit in sein fensterloses Büro und klagte Philipp des Totschlags an der Verkäuferin an. Ja, Sie haben den Topf über den Kopf geschlagen. Und in dem Moment sah Philipp eine Rose in der Ecke liegen. Er dachte, Mensch, hören Sie mal, Herr Privatdetektiv, Herr Warenhausdetektiv, schauen Sie mal, eine Rose. Die Umleitung. In dem Moment dachte der Detektiv nur an die Umleitung, die er doch gelegt hatte, wo die Leute doch nicht in den 3. Stock sollten, weil dort umgebaut worden waren und dort die kleinen Rosenkarten verkauft worden sind. Er wollte Philipp da behalten, wollte aber gleichzeitig hochgehen, denn die Umleitung war nicht fertig. Es war kein Schild da. Womöglich würden die Leute die Rolltreppe hochgehen und in die Abteilung strömen. Der Schatten. Er war hin und her gerissen. Er schaute weg. In dem Moment verschwand Philipp aus der Tür. Der Warenhausdetektiv sah nur noch einen Schatten, hechtete hinterher, hielt Philipp fest. Und in dem Moment begann Philipp zu weinen.
Ich war es nicht. Es war eine Biene. Der Warenhausdetektiv sah, dass Philipp ja erst 13 Jahre alt war. Ein Junge. Konnte er es wirklich gewesen sein? Und als er das Opfer noch einmal genau untersuchte, die Frau aus der Damenabteilung, sah er, dass sie gar keinen blauen Fleck oder irgendeine Schädelverletzung hatte, sondern einen dicken, runden Pickel an ihrem Oberarm, der durch den Stich einer Biene verursacht worden war. Er entschuldigte sich bei Philipp, gab ihm noch eine Rose mit und so konnte Philipp erleichtert nach Hause gehen. Das war ziemlich beeindruckend. Vielen Dank. Danke auch. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Gut gesagt. Gedanken. Oh nein, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Es tut mir so leid. Mach dir mal keine Gedanken. Ich habe deinen Geburtstag bestimmt auch schon mal vergessen. Möchtest du in unserem Chor mitsingen? Eigentlich gerne. Aber darüber muss ich mir erst noch Gedanken machen. Ich habe so wenig Zeit und singe ja schon in einer Band. Hey, hallo Gina. Kennst du mich nicht mehr? Ach, Leana, hallo. Entschuldige bitte, ich war total in Gedanken. Hast du eigentlich was von Bruno gehört? Es geht ihm leider nicht so gut. Seine Band gibt es nicht mehr, weil der Sänger nach Hamburg gezogen ist. Das macht ihn ziemlich traurig. Na, hoffentlich kommt er bald wieder auf andere Gedanken. Oder findet eine neue Band.